Mit Hilfe eines DNA-Tests will Christina Weigelt herausbekommen, wie sie abnehmen kann, ohne zu hungern. Der Arzt macht deswegen einen Speicheltest. Damit soll die Stoffwechselveranlagung der 33-Jährigen analysiert werden. Was wir gut verstoffwechseln können, also Kohlenhydrate, Proteine oder Fette, ist bei uns kodiert, also festgelegt. Das heißt, die Zellen, die kriegen das von den Genen gesagt. Und das kann man analysieren, zum Beispiel unsere Muskelzellen, was die am meisten verbrennen können. Wenn ich das dann auch noch mit dem richtigen Sport kombiniere, auch das scheint genetisch festgelegt zu sein, also ob ich eher Schnellkraft- oder Ausdauersport machen sollte. Wenn ich das kombiniere, dann habe ich den besten Abnehmerfolg. Die Speichelprobe von der Wangenschleimhaut wird von einem Kölner Genlabor untersucht, das sich auf solche Analysen spezialisiert hat. Innerhalb von 14 Tagen bekommt Christina Weigelt das Ergebnis mit einem auf sie zugeschnittenen Ernährungs- und Bewegungsplan. Sie will aus gesundheitlichen Gründen abnehmen, aber auch, weil sie in schöne Kleider passen möchte. Was sie falsch gemacht hat, weiß sie ganz genau. Schiefgelaufen ist im Grunde, dass ich das Maß verloren habe, was das Essen betrifft. Und das sind halt genau diese Sachen, die ja ganz oft beschrieben werden. Man arbeitet viel, man kommt spät nach Hause, man isst halt abends das, was man über den ganzen Tag nicht gegessen hat, geht direkt danach ins Bett. Und ja, dann sieht man halt, was draus wird. Über ihr tatsächliches Gewicht möchte sie nicht so gerne sprechen. Es reicht, dass ihr gefährlich hoher Body Mass Index genannt wird. Der Body Mass Index liegt jetzt bei 44. Das ist viel zu hoch. Sie wissen ja, bis 25 geht's. Wenn man älter ist, meinetwegen auch bis 27. Aber 44 ist zu hoch. Das heißt, wir müssen langsam wieder dahin kommen. Und das sollte nicht zu schnell passieren. Egal wie der Gentest ausfällt, Christina Weigelt muss viel Kraft aufbringen, anders essen und sich mehr bewegen. Vorgenommen habe ich mir eigentlich erstmal unter die 100 Kilo zu kommen. Und das ist schon eine ganze Menge. Laut Genanalyse werden die Hauptbestandteile der Nahrung von Menschen unterschiedlich verarbeitet. Während bei dem einen Muskeln aufgebaut werden, setzt der andere durch dasselbe Essen Fett an. Es gibt Leute, die können Protein sehr gut verstoffwechseln, andere Fette und wieder andere Kohlenhydrate. Wenn ich das jetzt weiß, dann habe ich eine 2,5-fach höhere Wahrscheinlichkeit, mittel- und langfristig auch abzunehmen, wenn ich mich danach richte und natürlich auch Sport treibe. Christina Weigelts Körper verarbeitet Proteine sehr gut, also darf sie reichlich Fleisch und Milchprodukte essen. Als Architektin ist Christina Weigelt bis spät abends im Einsatz. Sie soll mehr Pausen machen und regelmäßig essen. Ja, früher habe ich es oft so gemacht, dass ich auf jeden Fall überhaupt nicht gefrühstückt habe. Das habe ich ganz lange nicht getan. Habe dann oft die Mittagspause so mit einem Brötchen auf die Hand am Schreibtisch sitzend, Telefonhörer am Ohr, nebenbei halt reingeschoben und dann abends nach Hause gegangen, spät, oft noch Essen bestellt auch, weil ich keine Lust mehr hatte, noch zu kochen. Statt fetter Pizza und Döner am Abend gönnt sie sich jetzt jeden Mittag ein Essen im Restaurant. Auf Pasta in Maßen muss sie dabei nicht verzichten, auch wenn sie laut Gentest der Eiweißtyp ist. Seit 3 Monaten ernährt sie sich nämlich hauptsächlich von eiweißhaltigen Nahrungsmitteln und damit hat sie bis jetzt schon 12 Kilo abgenommen. Eben noch im Film, jetzt ist er hier bei uns im Studio, Dr. Thomas Kurscheid, Ernährungsmediziner aus Köln. Willkommen. Hallo, guten Abend. Ja, das klingt ja erstmal super toll. Man kann sich richtig satt essen, 3-mal am Tag. Kommt es denn wirklich nur noch darauf an, was ich esse und nicht wie viel? Es kommt sogar auf beides nicht so sehr an. Es kommt schon darauf an, nach dem neuen Gentest weiß man eben genau, ja, der eine verstoffwechselt zum Beispiel Protein, also Eiweiß, also zum Beispiel Fleisch besser, der andere Kohlenhydrate, also Brot, der nächste vielleicht Fette. Aber was viel entscheidender ist, das muss ich an der Stelle auch sofort sagen, oder mindestens genauso wichtig, ist, dass wir lernen, langsam zu essen. Das ist das Hauptproblem. Wir haben es eben gehört bei der Frau Weigelt. Ja, ich mache dann so nebenbei. Wenn wir abgelenkt sind, merken wir gar nicht, dass wir essen. Wir essen zu schnell. Das kann viele Patienten von mir, die machen das, die gucken nebenbei Fernsehen, die haben dann PC laufen, die lesen noch und so weiter. Und eine Patientin sagte mir mal so schön, ja, also manchmal esse ich auch, wenn ich Hunger habe.
Das sollte eigentlich der Hauptgrund sein. Also Also meine Essen als Empfehlung, Beschäftigung, das geht ja gar genau, nicht. das ist die Universalsprache der Seele heutzutage. Also egal, was wir haben, Lust, Frust und so weiter, wir essen. Aber wir sollten es wirklich darauf reduzieren, wenn wir Hunger haben. Und dann werden wir auch nicht zunehmen. Und wichtig dabei eben das langsame Essen, denn der Sättigungsreiz von hier nach da, der braucht nun mal wirklich 20 Minuten. Und wenn ich dann schon einen dritten Gang drin habe, dann ist es zu spät. Jetzt hat man ja manchmal das Gefühl, manche Leute, die essen was und setzen sofort an. Andere, die essen ein wirklich fettiges Mahl nach dem anderen und man hat das Gefühl, die bleiben einfach schlank. Warum ist das so ungerecht verteilt? Ja, es gibt da tatsächlich Unterschiede, aber was man dabei meistens nicht bedenkt, also wir machen das jetzt seit 10 Jahren in unserer Kölner Praxis und wenn wir die Ernährungsprotokolle uns anschauen, es ist oft schon so, dass derjenige, der etwas übergewichtiger ist als der andere, sich weniger bewegt und etwas mehr isst. Und dann kommt ein fataler Effekt dazu. Wenn man einmal diese starke Isolationsmasse hat, also das Fettgewebe, dann braucht die Körperheizung nicht mehr so viel zu arbeiten und man verbraucht tatsächlich dann etwas weniger, relativ gesehen. Wie ist es denn mit dem Gentest? Wir haben gesehen, das kann man bei Ärzten machen. Die Sporthochschule Köln, die bietet das auch an. Was kostet mich so ein Gentest? Der kostet inklusive Beratung, so eine Auswertung, die man dann bekommt, so 204 €. Das macht ein Kölner Labor. Welche Ärzte das noch anbieten, das kann man auf meiner Homepage zum Beispiel nachgucken, aber auch sonst im Internet finden. Es gibt mehrere Ärzte, die das anbieten. Übernimmt es auch die Krankenkasse? Das ist mir nicht bekannt, aber da wird dran gearbeitet. Die Firma sagte mir, sie versuchen das in Zukunft.